Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt heute wieder ein paar meiner Favoriten, die sich so über die letzten Wochen und Tage angesammelt haben aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und es geht los mit einer Anschaffung, die jetzt zwanghaft notwendig war sozusagen. Also wir fahren jetzt nächste Woche in den Urlaub und ich habe gerne auf dem Flug meine Hörbücher in den Ohren oder eben auch eine Netflix-Serie auf dem iPad. Und ich habe jetzt schon ziemlich lange diese AirPods praktisch der ersten Generation, glaube ich. Und es war jetzt also so, dass da schon seit gefühlt 6 Monaten nur ein Kopfhörer noch ging und da schon rumgedoktert. Also es war nichts zu machen. Das hieß jetzt die Anschaffung neuer Kopfhörer. Und ja, ich habe dann erstmal hier in der Stadt mir von Sony welche gekauft, diese etwas größeren, die auch ganz okay sind. Die waren jetzt auch überhaupt nicht teuer, die haben, glaube ich, irgendwie so 79 Euro gekostet, was natürlich auch genug Geld ist, aber ja, also die habe ich jetzt mitgenommen und habe dann aber festgestellt, dass die irgendwie mit mir nicht funktionieren. Also das liegt zum einen daran, dass das so die Außengeräusche abfedert, was ich in der Tendenz so ein bisschen unangenehm finde. Ich kann das nicht so genau beschreiben, was das ist. Also so abgeschottet zu sein in den Kopfhörern, finde ich irgendwie, ja, funktioniert für mich persönlich nicht. Das nächste ist, dass sie natürlich groß sind auf den Ohren und wenn man jetzt auch mal auf dem Sofa liegt oder auf der Seite liegt, dann klemmt das irgendwie alles so. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Kopfhörer werden hier auf jeden Fall von allen möglichen Leuten aus der Familie gut genutzt, aber für mich waren sie nichts und jetzt habe ich mich also doch entschieden, mir neue AirPods zu kaufen. Das hier sind sie. Ich habe mich dann aber eben auch für diese hier entschieden, diese kleineren, die jetzt eben nicht schallisoliert sind, weil ich das hier natürlich genauso wenig mag. Meine große Tochter hat die auch in dieser Schallisolation von außen. Ich habe mir jetzt die normalen gekauft. Und für alle, die es nicht wissen, also meine ersten paar AirPods, die mein Mann mir geschenkt hatte, der hatte die gravieren lassen, das Case mit meinem Namen, was ich eben auch sehr schön finde und deswegen habe ich mich auch so sehr schwer getan, die jetzt auszutauschen. Faktisch ist es aber so, man kann, wenn man jetzt direkt bei Apple kauft, im Online-Store, das immer gravieren lassen und es ist ohne Aufpreis. Ich habe mir es jetzt auch wieder gravieren lassen, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass meine große Tochter so ein ähnliches Case hat und damit wir es hier auch nicht verwechseln. Ja, und das finde ich aber eigentlich eine ganz coole Sache, dass man da alles Mögliche sich drauf schreiben lassen kann und das eben nichts zusätzlich kostet. Was ja auch okay ist, weil die Dinger eh grundsätzlich relativ teuer sind. Aber gut, meine letzten, die haben jetzt, glaube ich, so 7 Jahre gehalten. Das ist dann auch in Ordnung. Gut, das wäre jetzt also das Favoritenthema, weil bei denen ist es jetzt auch tatsächlich so, dass es wirklich nochmal ein sehr anderes Hörerlebnis ist als mit meinen aus der ersten Generation. Auch natürlich aufgrund der Tatsache, dass beide Kopfhörer gehen, ist klar. Aber auch hier ist es so, die sind jetzt nicht so enorm schallisoliert, was ich ja auch nicht wollte. Aber was eben ist, dass man trotzdem das Gefühl hat, der Ton ist so, als hätte man keine Kopfhörer drin. Also der ist irgendwie ja so gefühlt dreidimensional, so als würde man im Prinzip übers iPad gucken, also gerade jetzt, wenn man einen Film guckt und hätte keine Kopfhörer an. So hört sich das dann an. Das finde ich also sehr angenehm und ist schon noch mal technisch tatsächlich ein Improvement zu den ersten, die ich hatte. Also meine iPods sind jetzt zumindest erstmal mein erster Favorit und meine neueste Errungenschaft in diesem Monat. Und dann gibt es natürlich noch einen Favorit, den hatte ich hier auch schon mal erwähnt und darüber habe ich auch schon in meinem Podcast ein paar Mal gesprochen. Und das ist natürlich unser Eisbaden. Jetzt ist ja hier auch Juni und nicht mehr ganz so eisig, aber immer noch kalt genug. Für alle, die das jetzt noch nicht so mitbekommen haben, also ich lebe ja in Norwegen und wir haben samstags um 9 Uhr so eine kleine Schwimmgruppe, die sich dann am Fjord trifft und dann gehen wir eben Eisbaden. Das mache ich jetzt seit ungefähr Mitte Oktober letzten Jahres. Das heißt, ich habe eigentlich in der Jahreszeit angefangen, in der es am härtesten ist, also mit Schnee, mit Eis, mit Wind, Regen, das ganze Programm. Aber tatsächlich ist es so, man gewöhnt sich doch relativ schnell daran. Was toll ist, wir sind eine Gruppe von ungefähr, ich würde sagen, 12 bis 14 Frauen. Das ist ein relativ internationaler Kreis. Das sind viele Expats aus
Großbritannien, Australien, eine Norwegerin ist dabei, eine Französin ist dabei, also Amerikaner. Wir sind also so ein ziemlich gemixter Bunch von Frauen, auch relativ unterschiedliche Altersstruktur. Aber diese Gruppe ist mir mittlerweile schon so stark ans Herz gewachsen und wir haben jetzt auch schon mal so 2 kleine Partys gehabt, und es ist eben eine sehr, sehr liebevolle Gruppe, sehr sich gegenseitig unterstützende und vor allem auch humorvolle Gruppe, was es wirklich immer zu einem sehr schönen Erlebnis macht, samstags schwimmen zu gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal so, auch wenn man oft Freitagabends oder ich zumindest im Bett das Gefühl habe: „Oh Gott, morgen früh kannst du auf gar keinen Fall in dieses kalte Wasser gehen." Und dann ist aber auch aufgrund der Gruppe so ein gewisser Druck da, dass man das natürlich auch macht. Oder wir haben dann eben auch entsprechend Fahrgemeinschaften, dass dann daraus auch eben so entsteht: „Ja, auf jeden Fall, lass die anderen nicht hängen." Und, ja, und jetzt, hatte ich ja eigentlich gehofft, dass es im Sommer besser wird, also was die Kälte betrifft. Im Winter ist es auch so, dass wir in der Regel nicht länger als 2 bis 3 Minuten im Wasser bleiben, weil es eben dann zu sonst Nervenschäden an den Fingern und Füßen führen kann. Wir haben dann im Winter auch Handschuhe an, so Neoprenhandschuhe. Ansonsten gehen wir beim Badeanzug immer rein. Und, ja, und jetzt im Sommer ist es tatsächlich so, dass wir ein ganz anderes Problem haben, dass wir nämlich in vielen Stränden, wo wir gehen, Quallen haben. Das heißt, jeden Samstag müssen wir jetzt überlegen, wo gehen wir hin? Hat irgendwo einer die Woche über Quallen gesichtet? Wo können wir hingehen, wo es quallenfrei ist? Was natürlich ganz schön ist, weil man dann auch ein paar unterschiedliche neue Spots mal kennenlernt. Und wir haben jetzt auch gerade einen sehr, sehr schönen Spot, erwischt, der jetzt, glücklicherweise, quallenfrei ist. Das ist, wirklich sehr, sehr gut und, ja, ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis und gehört zu meinen absoluten, All-Time-Favoriten hier in Norwegen, dieses Eisbaden. Also, was natürlich auch damit zusammenhängt, wenn man im Fjord ist, dass man eine so wunderschöne Natur um sich rum hat und das einfach schon was mit einem macht, ganz klar. Und, für alle Frauen in der Menopause, gibt es ja auch gerade aktuelle Studien aus England, dass das eben auch, sehr gesund ist oder ja, gesund ist vielleicht der falsche Begriff, aber sehr effektiv ist für Frauen in der Menopause, weil es nachweislich Ängste lindert, Hitzewallungen lindert und eben viele Symptomatiken der Menopause eben ein Stück weit abschwächt, wenn man es regelmäßig macht. Also, es ist auf jeden Fall auch ein großer sozialer Aspekt, so ist es zumindest bei uns in dieser Gruppe, weil wir eben uns in einer sehr, schönen Gruppe mit unterstützenden Frauen, befinden und da immer ein reger Austausch ist, auch an Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen oder irgendjemand hat ein Thema oder irgendein Problem und es werden alle mit eingebunden und es ist also wirklich, das ist schon sehr, sehr schön und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das hier habe. Also All-Time Favorite, Eisschwimmen und ich glaube, es ist auch tatsächlich macht einen großen Unterschied oder für mich, im Fjord zu schwimmen mit dieser Natur um mich rum, als jetzt in der Dusche mir das Wasser kalt zu drehen. Also, das ist schon echt ein großer Unterschied, weil das in der Dusche kriege ich auch nicht so gut hin, muss ich tatsächlich sagen. So, nächstes Thema, Bücher. So, dann ein Favoritenbuch aus den letzten 2 Wochen von mir. Ich habe es empfohlen bekommen und kannte es überhaupt nicht. Es ist allerdings auch schon von 2008 und es ist eigentlich mehr so in diesem Themenbereich Businessbücher, Erfolgsbücher. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe da einiges für mich rausziehen können, obwohl ich vielleicht nicht den ursprünglichen Ansatz da verfolge. Also es geht darum, wie kann ich Monster erfolgreich sein und wie kann ich eben viel Geld machen, welche Strukturen oder Management-Skills soll ich da ansetzen. Es ist aber in so einer Art Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der eben in Kontakt kommt mit so einer Art Mentor, der ihm eigentlich, von dem er sich zumindest erhofft, dass er ihm zum großen Deal verhilft, der ihm aber eigentlich andere Leute vorstellt, deren Geschichte erzählen lässt und damit immer solche Art Gesetze entwickelt. Und das Schöne an dem Buch ist tatsächlich, dass es eine andere Herangehensweise hat. Es geht zum Beispiel dann darum, also wie viel Impact habe ich auf andere Menschen und wie viel kann ich denen geben, ähm, und dann kommt auch automatisch was zurück. Also es ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig zu erklären. Das Buch heißt The Go-Giver. Ich blende es euch hier ein und ja, und ihr bekommt es natürlich auch in der Infobox.
aber es sind dann eben so Gesetze wie, welchen Wert bringe ich anderen entgegen, wie behandle ich auch andere, also weil eigentlich sind alle gleich. Also gerade auch wenn man erfolgreich ist, hat es nichts zu sagen, wie man den anderen zu behandeln hat, weil es gibt keinen erfolgreicheren oder nicht erfolgreicheren. Es geht um das Thema Authentizität und es geht eigentlich auch um dieses Thema der Vernetzung, aber so eine Art Vernetzung über Großzügigkeit, so würde ich es vielleicht erstmal runterbrechen. Also zu sagen, nee, ich bringe dem anderen einen Wert entgegen und dadurch kommt automatisch was von dem anderen zurück und daraus entsteht dann auch möglicherweise eine Vernetzung. Also man kann das jetzt natürlich, wenn ich das so erzähle, auch so ein bisschen als Naivität abtun, ja, wenn man gerade aus einem harten Business wie jetzt, weiß ich, Börsenhandel oder so kommt, denkt. Aber ich glaube, dass man eben da so eine Grundsätzlichkeit drin ist, wie man mit Menschen umgeht und wie so eine Resonanz entsteht, weil ich bin der Meinung, dass eben Resonanzen entstehen auf Energieebenen, die man ausstrahlt und ja, und dann sich dann Sachen eben entwickeln. Und dieses Buch fand ich jetzt also wirklich sehr schön. Es lässt sich super lesen, obwohl es eine Art Businessbuch ist. Es ist aber eben in Geschichten eingebunden. Also es hat mich sehr begeistert. Ich habe mir da Sachen rausgeschrieben und ja, fand ich jetzt richtig gut. Also The Go-Giver ist jetzt mein Buchfavorit in den letzten 2 Wochen gewesen. Dann mein Hörbuchfavorit in diesem Monat oder in diesen letzten Wochen. Wir haben ja jetzt Sommer und das ist für mich so ein richtiges Ritual, weil jedes Jahr im Sommer kommen die bretonischen Krimis von Luc Banalek raus. Also alle Krimis um den Kommissar Dupin. Ich glaube, dass die Krimis mittlerweile schon seit 12 Jahren gibt oder so und immer im Juni oder Ende Mai erscheint der neue Band. Und ich habe die am Anfang gelesen, dann bin ich aufs Hörbuch umgestiegen und es war für mich immer so total ritualisiert, weil wir die letzten Jahre ja auch immer nach Frankreich gefahren sind und dann war das immer so ein Perfect Match, also ein Krimi in der Bretagne zu hören oder zu lesen und sich selbst dann eben in Frankreich aufzuhalten und auch so diese Mentalität mitzubekommen. Ja, also das war für mich immer super und jetzt dieses Jahr wollte ich natürlich den aktuellen Krimi auch wieder hören. Sehr nett ist, es ist recht humorvoll. Und tatsächlich muss ich auch immer an die Geschichte denken, wie ich auf diesen Krimi gekommen bin, weil ich eigentlich ja nicht so ein wahnsinnig großer Krimileser bin, aber ich war damals noch in Limburg im Thalia gewesen und hatte für den Urlaub in Frankreich damals schon ein Buch gesucht, hatte das dann in der Hand, weil es da gerade aufkam und dann stand neben mir ein sehr alter Mann und meinte so, also er könnte dieses Buch so empfehlen, weil es eben auch so ein bisschen intelligenter gemacht war und so humorvoll. Und dieser Mann war so begeistert von dem Buch und er hatte auch die Ausstrahlung von jemandem, der viel liest und ja, und ein bisschen Geschmack hat im Lesen, sage ich jetzt mal. Alles in Anführungsstrichen. Und ja, und da muss ich jedes Mal auch immer wieder dran denken, an diese Situation, ja, wenn ich eins von diesen Büchern lese oder höre. Also die Dupin-Krimis kann ich natürlich immer empfehlen, ist eine tolle Sommerlektüre oder auch eben auf die Ohren und gerade wenn man nach Frankreich fährt, der perfekte Match. So, herzlich willkommen bei uns im Keller. Also das ist jetzt ein bisschen weirder Übergang, aber es geht jetzt um ein Essen, was mein Favorit jetzt gerade die letzten Tage war. Und wir haben heute Abend eine kleine Feier bei uns, weil, hatte ich ja auch schon mal erzählt, meine Nachbarin jetzt zurück in die USA geht und wir jetzt quasi am Mittwoch in Urlaub gehen und somit wir uns dann nicht mehr sehen. Dann haben wir sie zum Essen eingeladen mit ihrem Mann und noch ein befreundetes Ehepaar dazu. Und ich habe jetzt etwas gemacht, weil ich habe einen Instagram-Kanal entdeckt, Chateaubriand. Ich verlinke den euch auch oder mache euch hier so ein Ding rein. Und das ist ein Koch und der kocht sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Also ich finde fast alle Rezepte total cool und es ist, glaube ich, auch alles relativ einfach zu machen. Was ich aber sehr mag, ist, dass er Gerichte macht, die man so auch von der Oma her kennt. Und das ist tatsächlich ein Punkt, das Thema Kartoffelsalat. Also ist irgendwie kartoffelig bei mir auf dem Kanal, weil wir hatten ja neulich im Video schon Bratkartoffeln. Also jetzt haben wir Kartoffelsalat und man muss jetzt dazu sagen, es gibt hier viele Fertigsalate in Norwegen im Supermarkt und alles, ob das Krautsalat ist, ob das Kartoffelsalat ist, ist in Mayonnaise ertränkt. Also ich weiß nicht, dass es hier kein Cholesterinproblem gibt, ist mir unbegreiflich, weil die so viel Mayonnaise in allem drin haben.
Also ich persönlich kann das überhaupt nicht essen. Ich habe aber nie ein gutes Kartoffelsalatrezept gehabt. Meine Oma hat immer einen sehr guten gemacht. Und ja, und dank dieses Kanals habe ich jetzt ein Kartoffelsalatrezept, was super ist und was super funktioniert und was jetzt auf dieser Brühe-Essigöl-Basis funktioniert. Und ich habe gestern Abend den Kartoffelsalat schon vorbereitet, damit er eben ein bisschen durchzieht bis heute. Und deswegen hole ich den heute jetzt im Keller, im Kühlschrank, wo er gelagert ist, nehme ich ihn jetzt raus, um ihn euch zumindest zu zeigen. Also, so sieht er jetzt aus. Das ist jetzt Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken, also Gewürzgurken. Dann habe ich jetzt noch Radieschen reingemacht. Man kann auch noch Salatgurke mit reinmachen. Da ich jetzt aber sowieso noch einen Gurkensalat mache für heute Abend, habe ich jetzt keine Salatgurke reingemacht. Ein bisschen Petersilie. Und guckt mal, also der sieht super aus und schmeckt richtig, richtig gut. Und also meine Oma hat früher, glaube ich, auch immer noch Ei reingemacht. Also wie man das jetzt aufpimmt, ist eigentlich wurscht. Das kann man sich ja dann selber überlegen. Aber das Rezept, das Grundrezept und eben das Dressing-Rezept ist perfekt. Und er hat eben, dieses Rezept war jetzt auf seinem Kanal auch unter dem Kontext 3 Standardsalate zum Grillen. Also es ist noch ein Nudelsalat und auch noch ein Gurkensalat dabei. Und Desserts und also große Kanalempfehlung, Chateaubriand auf Instagram. Super Rezepte und ein echt sympathischer Typ. So, und jetzt wollte ich noch zu einem ganz persönlichen Favorit von mir kommen. Ich habe jetzt hier wieder angefangen, eine Tanzklasse zu besuchen. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil ich in meinem Kopf auch so ein bisschen das Gefühl immer hatte, naja, wenn man über 50 ist und vielleicht nicht mehr die perfekte Figur hat, dann darf man nicht tanzen oder ist zu alt oder wie auch immer. Dazu muss ich sagen, dass ich als Kind Ballett gemacht habe und es sehr geliebt habe und habe dann vor, ja, weiß ich nicht, da war ich so Ende 30, Anfang 40, nochmal bei uns so eine Ballettgruppe gefunden für Erwachsene, was ich auch richtig, richtig schön fand. Und mir geht es immer so, wenn ich nur schon allein die Schuhe sehe, dann, ja, dann kribbelt es so innerlich. Und diese Ballettgruppe hat sich aber dann irgendwann aufgelöst, weil keiner mehr die Zeit hatte und die Lehrerin schwanger geworden ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann aber faktisch so, dass meine große Tochter und ich im Lockdown einen Kanal auf Instagram entdeckt haben von Ryan Heffington. Das ist ein amerikanischer Choreograf. Und der hat im Lockdown das Sweatfest gemacht. Und das war so eine großartige Veranstaltung. Also der hat über Instagram Tanzklassen gegeben, 1 Stunde live. Und es war so witzig. Es waren wirklich Abertausende in diesen Klassen dabei. Und es war ein enormer Gamechanger für den Lockdown. Also einerseits von der Bewegung her und auch von der mentalen Gesundheit. Es war großartig. Also ich trauere dem noch nach, dass es das leider im Moment oder vielleicht auch nie wieder geben wird. Aber es war großartig. Ja, und dann hatte mich die Gesangslehrerin von der Liv, also der das Yoga-Studio gehört, angesprochen, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal eine Tanzklasse bei ihr zu besuchen. Die machen montags abends eine Tanzklasse und hatte mir praktisch eine Probestunde geschenkt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es aus. Und ja, was soll ich sagen, es war monsteranstrengend, aber es hat so viel Spaß gemacht. Also wir sind auch eine Gruppe, die recht international ist. Sehr unterschiedliche Alterskategorien und es geht vor allem um den Spaß, wobei das Training schon recht hart ist. Also es ist schon eine sehr, sehr schnelle Abfolge. Ja, sie hat ja so am Anfang mal ein bisschen was erklärt, am Schluss dann nicht mehr. Ich muss sagen, es fiel mir jetzt nicht ganz so schwer, da einzusteigen, weil ich eben so ein paar Sachen kenne, schon von früher, von vielen Stunden, die ich gemacht habe. Ich glaube, für so einen kompletten Einsteiger wäre es jetzt ein bisschen sehr kompliziert. Aber es geht eben vor allem um den Spaß an der Bewegung und um die Bewegung mit der Musik. Und das sind so Elemente aus lateinamerikanischen Sachen, eben aus dem Jazztanz, ja, also alles Mögliche gemischt. Ich finde es richtig schön, es ist eine nette Gruppe. Und das ist wirklich so ein richtig guter Favorit für mich geworden, da Montagabends hinzugehen, weil es eben ja irgendwas ganz tief in mir drin so anspricht, was ich wirklich sehr, sehr mag. Ja, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht mag, auf Partys zu tanzen oder so Standardtänze und so. Das ist überhaupt nicht meins, aber diese Tanzklassen finde ich super klasse. Also ein großer Favorit von mir.
Und der letzte Favorit, den muss ich euch jetzt hier auch noch nennen und vielleicht wird der eine oder andere die Augen verdrehen, aber es ist natürlich die neue Staffel von Bridgerton rausgekommen auf Netflix. Und ja, wir gucken das hier immer, meine große Tochter und ich, also meistens unabhängig voneinander und unterhalten uns dann darüber. Und wir haben damals aber im Lockdown mit der ersten Staffel angefangen. Ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ich will sie eigentlich auch nicht lesen, weil ich denke, okay, die Serie reicht mir. Aber es ist eben eine sehr nette Serie zum Abschalten. Ich finde auch, dass die Staffeln mit jedem Mal besser werden. Also die zweite Staffel fand ich schon viel besser als die erste. Und jetzt die dritte Staffel mochte ich auch sehr gerne. Ja, es ist einfach ein sehr schönes Wohlfühlfernsehen. Und ja, also da freue ich mich, dass wir jetzt die dritte Staffel gucken. Ich hoffe, ihr guckt sie auch oder habt schon mal reingeguckt und es gefällt euch. Ist also auch auf jeden Fall ein Favorit von uns hier. Das war es jetzt erstmal. Viel erzählt über die Favoriten. Vielleicht war das eine oder andere für euch dabei, was ihr noch nicht kanntet. Und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder.